Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Funkelfaden-Nähanleitung. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach eine Tasche für deine Tischtennisschläger und Bälle selber nähen kannst. Die Tischtennistasche hat Platz für 2 Schläger und etwa 4 bis 5 Tischtennisbälle. An Material zum Nähen der Tischtennistasche benötigst du 2 verschiedene Stoffe. Ich habe hier einmal einen blauen, etwas festeren Oberstoff gewählt, sowie einen roten Futterstoff. Außerdem benötigst du ein Volumenvlies. Alternativ kannst du aber auch ein dickeres Futter nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Vlies als Futter nimmst, kannst du auf das Volumenvlies verzichten. Zusätzlich benötigst du 2 Reißverschlüsse in den Längen 50 cm und 16 cm beziehungsweise einen Endlosreißverschluss. Ich arbeite lieber mit Endlosreißverschlüssen, da man diese einfach immer passend zu Hause haben. An weiteren Materialien benötigst du für die Tischtennistasche Gurtband in der Länge von 50 cm sowie 1,15 m Einfassband. Zusätzlich 2 Gummibänder in der Länge von je 17 cm. Das Schnittmuster für die Tischtennistasche gibt es gratis bei funkelfaden.de. Den Link dazu findest du auch nochmal in der Infobox. Das Schnittmuster besteht aus 5 DIN A4 Seiten, die du dir mit deinem Drucker ausdruckst. Achte darauf, dass dein Drucker auf 100% eingestellt ist, also in Originalgröße druckt. Nun schneidest du alle Teile aus. Einige der Schnittteile müssen zusammengeklebt werden. Das ist aber ganz einfach. Du kannst also erst alle Teile ausschneiden und danach zusammenkleben. Alle mit einer 1 markierten Teile werden zusammengeklebt, alle mit einer 2 markierten Teile und alle mit einer 3 markierten Teile. Meist handelt es sich nur oben um diese Spitze, die nicht mehr mit aufs Blatt gepasst hat. Wenn du alle Teile zusammengeklebt hast, hast du insgesamt 5 Schnittteile. Teil 1 ist das Außenteil hinten, also die Rückseite vom Außenteil. Dieses wird einmal aus dem Oberstoff zugeschnitten. Teil 2 ist das Außenteil vorne. Auch dieses wird einmal aus dem Oberstoff zugeschnitten. Die Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten und beträgt 0,5 cm. Beim Zuschneiden gilt es zu beachten, dass du den Stoff immer von der gleichen Seite her zuschneidest. Also entweder entscheidest du dich, den Stoff immer von der rechten Seite zuzuschneiden, das heißt, das Stoffmuster liegt oben, oder du entscheidest dich, ihn von der Rückseite zuzuschneiden. Das heißt, die Rückseite des Stoffes liegt beim Zuschneiden immer oben. Teil 4 ist die aufgesetzte Tasche für die Tischtennisbälle. Diese wird einmal aus deinem Oberstoff und einmal aus deinem Futterstoff zugeschnitten. Dieses Teil muss so zugeschnitten werden wie der Oberstoff und gegengleich im Futter. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wenn ich mein Außenteil vorne jetzt von der Rückseite her zuschneide, das heißt, die Rückseite des Stoffes liegt oben, dann muss auch bei der Tasche die Rückseite des Stoffes oben liegen. Der Futterstoff muss hierzu dann gegengleich zugeschnitten werden, das heißt, die schöne Seite des Futterstoffes liegt oben. Eigentlich ganz einfach. Eine weitere Besonderheit gibt es bei der Tasche. Wenn du mit einem gemusterten Stoff arbeitest, musst du aufpassen, dass das Taschenteil genau so liegt wie das Außenteil vorne. Denn hier wird die Tasche später aufgesetzt. Teil 5 ist der Randstreifen. Hier befindet sich später der Reißverschluss. Dieser Randstreifen wird im Bruch zugeschnitten, also bei doppelter Stofflage. Du brauchst den Randstreifen je 2-mal aus deinem Oberstoff und 2-mal aus deinem Futterstoff.
Teil 3 ist das Futter. Dieses wird einmal aus deinem Futterstoff und optional einmal aus Volumenvlies zugeschnitten. Beachte beim Zuschneiden die Gummibandausparung nicht. Dies ist nur eine Markierung, an der du später das Gummiband aufbringen wirst. Hier wird nicht ausgeschnitten. Du hast nun alle Teile zugeschnitten. Das heißt, du hast einmal das Außenteil hinten, einmal das Außenteil vorne, beides jeweils aus Oberstoff, das Futter jeweils einmal aus deinem Futterstoff und einmal aus Volumenvlies, die Tasche jeweils einmal aus deinem Oberstoff und einmal aus deinem Futterstoff, sowie 4-mal den Randstreifen, 2-mal aus Oberstoff und 2-mal aus Futterstoff. Jetzt können wir mit dem Nähen der Tischtennistasche beginnen. Nimm dir dazu das Futterteil. Außerdem benötigst du dein Schnittmusterteil. Du siehst, ich habe die Markierung für den Gummi jetzt aus dem Schnittmusterteil herausgeschnitten. Jetzt kann ich dieses Teil als Schablone verwenden. Mein Gummiband, 17 cm lang, stecke ich jetzt hier passend am Stoff fest. Der Gummi ist dabei nach hinten ein kleines Stück eingeschlagen. Die Breite des Gummis kann ruhig auch etwas breiter sein. Ich hatte jetzt leider kein anderes Gummiband zur Hand. Aber dein Gummi kann problemlos auch so breit sein, wie in der Schablone angezeigt. Jetzt lege ich die Schablone auf die andere Seite und stecke auch hier das Gummiband fest. Nicht wundern, ich nutze zum Ausdrucken oft schon einmal verwendetes Papier von Fehl- und Testdrucken, weshalb mein Schnittmusterteil hier auch schon von der Rückseite bedruckt ist. Also auch hier steckst du das Gummiband fest, jeweils an den Kanten nach unten eingeschlagen. Und jetzt wird der Gummi an den Enden angenäht. Nähe hier ruhig mehrfach über das Gummiband hinweg, denn der Gummi soll sich später ja nicht wieder lösen. Das Gummiband ist fest genäht. Als nächstes nimmst du dir nun dein Volumenvlies und legst es auf die Rückseite deines Futterteils. Wenn du dich für eine Vliesvariante zum Aufbügeln entschieden hast, bügel sie einfach auf. Ansonsten nähst du das Vlies jetzt einmal knappkantig am Rand fest. Hast du sowieso einen sehr voluminösen Innenstoff, kannst du wie gesagt auf das Vlies verzichten. Jetzt werden also die beiden Stoffe knappkantig, also ganz am Rand zusammengenäht. Die beiden Stoffe sind zusammengenäht. Als nächstes nehmen wir uns die Tasche vor. Hierfür benötigst du die beiden Taschenteile. Außerdem benötigst du deinen kurzen Reißverschluss. Wie beschrieben sollte er mindestens 16 cm lang sein. Stecke dein Futterteil nun an die rückwärtige Seite des Reißverschlusses. Mit dem Reißverschlussfüßchen nähst du dieses nun einmal fest. Das Futterteil ist festgenäht. Als nächstes legst du ebenfalls mit der rechten Seite nach unten deinen Oberstoff auf den Reißverschluss. Auch dieser wird festgesteckt und mit dem Reißverschlussfüßchen festgenäht. So sollte das nach dem Nähen nun aussehen. Bügele nun die Naht aus. Achte dabei darauf, dass du nicht den Reißverschluss bügelst, falls du einen Plastikreißverschluss hast. Und steppe die Reißverschlussnaht knappkantig ab. Das heißt, du nähst hier noch einmal knappkantig eine Naht. Jetzt nimmst du dir dein Außenteil vorne, Schnittteil Nummer 2, und nähst dort die Tasche auf. Erinnerst du dich an die Knipse, die du gemacht hast? Wenn sie noch nicht auf deinem Taschenteil sind, dann kannst du das noch kurz nachholen. Die Knipse befinden sich genau auf der Ansatzlinie des Reißverschlusses. Und hier steckst du den Reißverschluss fest.
Du siehst, mein Futterstoff liegt dabei oben. Nun nähe ich den Reißverschluss mit dem Reißverschlussfüßchen an. Der Reißverschluss ist angenäht. Jetzt kannst du das Taschenteil nach vorne klappen. Du siehst, vom Muster her passt das ganz gut. Allerdings ist das Taschenteil größer als deine Vorderseite. Schau vielleicht nochmal auf dem Schnittmuster nach. Auch hier sind 2 Markierungen für Knipse und du sollst den Stoff einreihen. Einreihen bedeutet, dass du jetzt zwischen den beiden Knipsen mit einem sehr großen Stich nähst. Bei vielen Nähmaschinen ist die größte Stichlänge meist 4 oder 5. Stell also deine Nähmaschine auf die größte Stichlänge ein und nähe nur zwischen den beiden Knipsen. Ganz wichtig, du darfst weder am Anfang der Naht noch am Ende vernähen. Nähe also zwischen den beiden Knipsen. Nun nimmst du dir den Unterfaden und ziehst den Stoff so zusammen, dass er auf das Vorderteil deiner Tasche passt. Wenn beides die gleiche Größe hat, stecke es fest und nähe die Tasche auf deinem Vorderteil fest. Die Tasche ist nun im unteren Teil deines Vorderteils festgenäht. Nun nimmst du dir die Rückseite deines Vorderteils, also Schnittteil 1. Schnittteil 1 und Schnittteil 2 werden nun zusammengenäht. Wenn du wie ich einen längeren oder einen Endlosreißverschluss hast, achte darauf, dass der Zipper sich nun mittig befindet, also nicht außerhalb deines Taschenteils. Schneide die Enden deines Reißverschlusses ab. Nun steckst du Schnittteil 1 und Schnittteil 2 rechts auf rechts an der langen Kante zusammen. Und jetzt können die Schnittteile auch schon zusammengenäht werden. Schnittteil 1 und Schnittteil 2 sind zusammengenäht. Steppe diese Naht nun noch einmal knappkantig ab. Du hast jetzt deine Außenseite fertig genäht, ebenso auch schon deine Innenseite mit den beiden Gummibändern. Nun können die Innenseite und die Außenseite zusammengenäht werden. Lege sie dabei so hin, dass beide schönen Stoffseiten nach außen zeigen. Das heißt, mein roter Innenstoff zeigt jetzt nach unten zum Tisch und der blaue Außenstoff nach oben. Nähe beide Stoffe nun knappkantig zusammen. Jetzt benötigst du deine 4 Stoffstreifen, die Randstreifen, Schnittteil 5 und deinen Reißverschluss. Dieser Reißverschluss muss mindestens 50 cm lang sein. Stecke jetzt mit der rechten Seite nach unten, also der schönen Seite des Stoffes nach unten, ein Futterteil der Randteile auf deinen Reißverschluss. Die schöne Seite des Stoffes zeigt zum Tisch und auch der Zipper zeigt zum Tisch. Nähe dieses Teil nun mit dem Reißverschlussfüßchen an. Nun steckst du auch das zweite Futterteil an deinem Reißverschluss fest. Der Zipper zeigt nach unten. Die schöne Stoffseite deines Stoffes zeigt ebenfalls nach unten. Nähe nun auch dieses Teil mit dem Reißverschlussfüßchen fest. Jetzt nimmst du dir das erste Randteil des Oberstoffes und steckst dieses auf der anderen Seite des Reißverschlusses fest. Die schöne Seite des Stoffes zeigt nach unten, der Zipper des Reißverschlusses zeigt nach oben. Achte darauf, dass dein Oberstoff hier parallel zum Futterstoff liegt. Nähe nun auch den Oberstoff knappkantig fest.
Als letztes steckst du den zweiten Randteil des Oberstoffes auf deinen Reißverschluss. Die schöne Seite des Stoffes zeigt nach unten, der Zipper nach oben und die Stoffe werden parallel übereinander gesteckt. Nähe auch dieses Teil mit dem Reißverschlussfüßchen an. Alle 4 Stoffteile des Randstreifens sind zusammengenäht. Bügel nun den Stoff vorsichtig aus. Als nächstes steppst du jeweils beide Stofflagen, also Futter und Oberstoff, entlang des Reißverschlusses einmal knappkantig ab. Das machst du auf beiden Seiten des Reißverschlusses. Unser Randstreifen ist fertig. Da beim Nähen von Reißverschlüssen immer kleine Ungenauigkeiten von der Nahtzugabe auftreten können, ist dein Randstreifen deutlich breiter, als er sein müsste. Miss einmal die obere Kante deiner Tasche ab. Dein Randstreifen sollte genauso breit sein wie dieser Streifen. Keine Angst, er wird nicht so breit sein. Der Randstreifen ist extra so konstruiert, dass er breiter ist. Selbst wenn du jetzt nicht ganz perfekt genau mit der Nahtzugabe gearbeitet hast oder der Futterstoff und der Oberstoff etwas ungleich übereinander liegen, kannst du das jetzt noch retten. Schneide deinen Randstreifen also genauso breit zu, wie das bei deinem Stoffteil oben der Fall ist. Kleiner Tipp, eigentlich sollte der Streifen da oben 5 cm lang sein. Also kürzt du auch deinen Streifen auf eine Breite von 5 cm ein. Beziehungsweise, wenn es bei dir oben etwas größer oder kleiner sein sollte, passt du das dann halt an. Jetzt ist der Randstreifen bereit zum Einnähen. Öffne den Reißverschluss des Randstreifens und stecke ihn jetzt rundherum an deine Tasche fest. Jetzt ist dein Randstreifen bereit zum Einnähen. Bevor du den Randstreifen einnähst, nähst du aber noch das Gurtband an. Dieses ist 50 cm lang, im Bruch also 25 cm. Für besonders viel Sicherheit kannst du das Gurtband auch vorher zusammennähen und an der offenen Stelle noch versäubern. So wird es dir auf keinen Fall ausreißen. Danach steckst du es oben an der schmalen Seite deiner Tasche fest. Nähe es sicherheitshalber auch direkt fest. Das Gurtband ist angenäht, nun kann auch der Randstreifen festgenäht werden. Öffne dazu den Reißverschluss und stecke das Band rundherum an deine Tasche fest. Achte darauf, dass du den Reißverschluss nur öffnest und nicht komplett auseinander nimmst. Das untere Stück bleibt erstmal geschlossen. Außerdem achtest du beim Feststecken darauf, dass die Gerade oben auch der Gerade entspricht. Das gleiche gilt für unten. Ich stecke das jetzt erstmal mit Stoffklammern fest. Unten und oben klappt es aber deutlich besser mit Stecknadeln, da du dort ja die Ecke nähen musst. Ich zeige dir das gleich nochmal etwas genauer. Also ganz wichtig, die kurze Stoffseite deines Randstreifens liegt gerade auf dem Bereich, wo das Gurtband angenäht ist. Unten genauso. Hier diese Stelle unten am Reißverschluss ist etwas fummelig zu stecken. Deshalb nehme ich hierfür Stecknadeln. Die kurze Seite liegt auf der geraden Seite. Das kann man dann beim Nähen nochmal ein wenig justieren. Der Reißverschluss ist offen. Der Zipper muss sich beim Annähen aber gleich im Schnittteil befinden. Achte also darauf, dass du den Zipper beim Nähen ein wenig in die Tasche hineinziehst. Nun kannst du das Randteil an deine Tasche nähen. Wie gesagt, hier wird die kurze Seite genäht,
Dann bleibt die Nadel unten, das Füßchen geht hoch, der Stoff wird gedreht und so kann man die Ecke dann am oberen und unteren Teil der Tasche auch ganz gut nähen. Ganz wichtig auch nochmal unten, dass du hier die geraden Seiten an die geraden Seiten nähst und den Zipper ein wenig nach innen bringst. Das Randteil ist angenäht, es sieht doch schon fast wie eine Tasche aus. Von außen wären wir auch schon fertig. Von innen ist allerdings noch die offene Kante zu sehen. Da das nicht sonderlich dekorativ ist, wird hier einmal rundherum mit Schrägband versäubert. Dazu nimmst du dir dein Schrägband. Ich habe hier fertiges Schrägband, das auch schon eingebügelt ist. Du kannst Schrägband aber auch selber machen. Und steckst es einmal rundherum auf deine offene Naht. Das Schrägband machst du dazu auf und steckst es mit der kürzeren Seite auf die Naht. Den Beginn schlage ich immer ein bisschen ein, damit man dort eine saubere Kante hat. Stecke das Schrägband also einmal rundherum mit der kürzeren Seite auf die Naht. Die offene Seite liegt dabei an der offenen Seite. Nähe das Schrägband nun fest. Die erste Runde des Schrägbands ist festgenäht. Jetzt schlägst du das Schrägband so zusammen, wie es vorgebügelt ist und nähst von der anderen Seite das Schrägband noch einmal knappkantig fest. Wenn du das ordentlich eingeschlagen hast, sollte das kein Problem sein. Und schon ist deine Tischtennistasche fertig. Ich hoffe, dir hat diese Nähanleitung für die Tischtennistasche gefallen. Wenn du es geschafft hast, die Tischtennistasche zu nähen, freue ich mich sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Auch wenn du mir nochmal sagen möchtest, wo es vielleicht Schwierigkeiten bei der Anleitung gab. Dann kann ich das beim nächsten Mal besser machen. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du dem Kanal folgst, ein Like hinterlässt und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!